In diesem Video zeige ich dir, wie du ein Acros Blocklock Steuersatzunterteil in dein Rad einbaust. Hi, ich bin Marian von Acros. Die Arbeitsschritte bestehen aus 3 Teilen. Das Aufschlagen des Gabelkonus, das Einpressen der Lagerschale in den Rahmen und den Einbau der Gabel. Die Arbeitsschritte sind beim ZS56 und beim ZS66 Blocklock Steuersatz dieselben. Für den Einbau benötigst du die mitgelieferte Carbon-Montagepaste und das Steuersatzfett, Reinigungsequipment, das DIY Steuersatzwerkzeug, einen Hammer, 2 17er Gabelschlüssel und den passenden Gabelkonusaufschläger. Im ersten Schritt reinigen wir den Gabelschaft, tragen dann etwas von der Carbon-Montagepaste auf, setzen den Gabelkonus so auf den Gabelschaft, dass die 45°-Phase nach oben zeigt und die Kerbe exakt gegen die Fahrtrichtung ausgerichtet ist. Dann nehmen wir das Gabelkonusaufschlagwerkzeug, halten die Gabel an der Gabelkrone fest und schlagen den Gabelkonus bis ganz nach unten auf die Gabel auf. Im letzten Schritt reinigst du noch den Gabelkonus und den Gabelschaft, damit keine Rückstände mehr von der Carbon-Montagepaste vorhanden sind. Für den Einbau der Blocklock-Lagerschale im Rahmen reinigen wir das Steuerrohr und tragen anschließend Carbon-Montagepaste auf den unteren Lagersitz auf. In unserem Fall ist bereits ein ZS44 Steuersatz im Oberteil montiert. Aus diesem Grund setzen wir das DIY-Tool mit der Lagerseite in den oberen Steuersatz hinein. Jetzt setzen wir die untere Lagerschale mit der Blocklock-Nase auf den Einpressadapter und richten das Ganze dann mit der Kerbe, die sich hier an der Lagerschale befindet, entgegen der Fahrtrichtung aus. Ist das DIY-Tool richtig im Rahmen montiert, können wir die untere Lagerschale mit den 2 17er Gabelschlüsseln im Rahmen einpressen. Achte darauf, dass die Lagerschale gleichmäßig eingepresst wird. Hast du das DIY-Tool wieder entfernt, reinigst du den unteren Steuersatz von der Carbon-Montagepaste. Der Einbau der Gabel startet mit dem Fetten des Gabelkonus und des unteren Steuersatzlagers. Ist der Blocklock-Steuersatz und auch der obere Steuersatz ausreichend gefettet, können wir die Gabel in den Rahmen schieben und mit dem Zentrierring und dem Steuersatzdeckel fixieren. Jetzt montierst du die beliebige Anzahl an Spacern und deinen Vorbau und kannst dann das System mit der Topcap und Einstellschraube fixieren. Jetzt kannst du testen, ob der Blocklock in beide Richtungen denselben Anschlag hat. Sollte dein Lenkanschlag nicht gleichmäßig sein oder hat sich die untere Lagerschale bei einem Sturz oder Unfall verdreht, musst du die gesamte untere Lagerschale demontieren und dann nach unseren Montageschritten wieder montieren. Im allerletzten Schritt stellst du dann noch das Steuersatzspiel ein und wie das Ganze funktioniert, erfährst du in diesem Video.